Willkommen bei der Tagesschau. Hallo. Puff, puff. Oh, guck mal hier. Kann man abmachen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Grothutz TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Tischkreissägen. Und mit der Säge geht es nicht mehr und nicht weniger als um eine Revolution. Sie heißt zwar Evolution, aber ich finde es schon eher eine Revolution. Denn was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Tischkreissäge. Und wir haben folgende Funktion. Wir haben eine satte Schnitthöhe. Wir haben hier einen zahnradgetriebenen oder angetriebenen oder verstellbaren Parallelanschlag. Wir können hier Metall mitsägen. Wir können hier Holz mitsägen. Ganz viele Dinge, die diese Säge auch kann. Aber das Ding hier kostet 150 € weniger als die Dewalt. Und wie genial diese Säge ist, auch im Vergleich zur GTS 10XC, das gucken wir uns in diesem Video an. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Leute, ich habe richtig Bock, denn wir schauen uns heute nicht irgendwie irgendeine Tischkreissäge an, sondern wir schauen uns die neue Tischkreissäge von Evolution Power Tools an. Und das könnte echt eine Revolution sein, denn es war ja damals so, die GTS 10XC war die Säge schlechthin. Boom! Und dann gab es irgendwann aber den Herausforderer, die Dewalt, die DWE 7492, die Bosch eigentlich wirklich deplatziert hat, durch ganz viele Dinge, die diese Säge besser kann. Aus meiner Sicht, ganz wichtig, wenn ihr es anders seht, gar kein Thema, schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, und so war es so, dass diese hier den Tischkreissägen Olymp angeführt hat. Über inzwischen jetzt viele Jahre schon wieder, 3, 4 Jahre werden es inzwischen sein. Und jetzt hat die Firma Evolution gesagt, das kann ich auch, das kann ich vielleicht sogar besser und das kann ich sogar günstiger. Und deswegen müssen wir uns die Säge unbedingt angucken. Das war ein Wunschvideo von euch. Ihr habt gesagt, guckt dir doch mal die Evolution an. Also machen wir das heute auch. Und lass uns doch mal erstmal anfangen beim Thema Preis. Wir fangen auch bei unserem teuersten an. Die GTS 10XC kostet irgendwo zwischen 750 und 800 €. Das ist schon echt eine Ansage, vor allem im Verhältnis zu dieser Säge. Die Dewalt, die DWE 7492, kostet so rund 600 €. Das ist schon mal deutlich günstiger, da kannst du schon eine Menge Geld sparen. Gerade im Verhältnis dazu, dass ich sage, die macht einfach mehr Spaß. Lass uns das ruhig so sagen. Die ist nicht qualitativ hochwertiger, aber sie macht mehr Spaß, damit zu arbeiten. Meine Meinung. Bei der Evolution ist es so, bei der R255TBL Plus, das ist nämlich der Name dieser Säge, haben wir nur einen Preis von 450 €. Also nochmal 150 € günstiger als die Dewalt oder man könnte jetzt knapp sagen, etwa die Hälfte von der Bosch. Und das ist eine echte Ansage. Mir fällt gerade ein, es gibt noch eine Sache, die einen Preisvorteil darstellt von der Säge zu der Säge. Denn wir haben originalen Lieferumfang folgendes. Wir haben hier oben einen Adapter, haben hier unten ein Y-Stück. Dieser Y-Adapter liegt gleich mit dabei. Ein passendes Kabel wollte ich schon sagen, ein passendes Rohr liegt hier oben auch dabei, ist gleich im Lieferumfang. Bei Dewalt müssen wir das bezahlen, was den Preisunterschied schon auf fast 200 € bringt. Das ist der Hammer. Und jetzt lasst uns mal wirklich die Sachen anschauen, die gut sind und die schlecht sind. Und ihr macht bitte Folgendes, ihr haut in die Tasten, aber mal richtig. Ich will eure Meinung wissen, denn meine Meinung zur Säge bekommst du am Ende, aber eure finde ich super interessant. Denn ich kann jetzt schon sagen, ich bin sehr ambivalent zu dieser Säge. Aber lasst uns anfangen zum Thema Vergleich zu anderen beiden Sägen. Fangen wir an. Dewalt hier hat keinen Schiebeschlitten. Das heißt, hier gibt es keinen Schiebeschlitten. Das ist alles, was ich habe. Schiebeschlitten gibt es nicht. So, bei Bosch, ja, kennen wir das ja, bei der GTS 10 haben wir hier den bekannten, berühmten Schiebeschlitten, den manche mögen, ich nicht benutze. Wer mich kennt, weiß, den Schiebeschlitten hier halte ich persönlich für eher überflüssig, weil es ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. An der Säge arbeite ich gerne, durchaus auch hier mit so einem Anschlag, aber mit dem Schiebeschlitten arbeite ich eigentlich fast nie.
Ja, so, wer von euch es interessant findet, alles super, aber hier haben wir ihn dabei. Wichtig ist Folgendes, und zwar das Geräusch. Ihr hört das jetzt gleich. Und das ist eigentlich nicht das Geräusch, sondern es ist ein Wackeln. Ja, das heißt, der ganze Schiebetisch wackelt so nach rechts und links. Und ich würde sagen schon, das ist schon ein Millimeter. Wenn ich das hier hinten mir angucke, wackelt das. Und da auch. Millimeter hin und her. Und nein, die Säge ist nicht kaputt. Das ist immer so. Ja? Das macht die GTS 10 immer. Das heißt also, wenn wir uns auf der Länge hin und her verstellen, haben wir 1 Millimeter, die wir uns verkeilen. 1 Millimeter, je nachdem wie lang das Ganze ist, wie lang der Schnitt ist, kann das schon über einen langen Schnitt richtig viel ausmachen. Das sind das mehrere Millimeter. Schiefes Stück Holz ist doof. Ja? Also das macht eigentlich keinen Spaß. Diese Säge hier hat auch einen eingebauten Schiebeschlitten. Erstmal fest, wenn wir hier unten drunter einen kleinen Nupsi ziehen, dann haben wir jetzt hier unseren, den können wir aber, jetzt können wir ihn feststellen. So, jetzt haben wir hier unseren Schiebeschlitten. Was wir merken ist Folgendes, ich nehme jetzt mal ein bisschen raus, der wackelt nicht. Der wackelt gar nicht, der ist wirklich fest. Da ist kein Wackeln, da ist kein Dackeln, da ist kein gar nichts. Was wir hier aber sehen an der Stelle, also wir haben wirklich einen Schiebeschlitten, Dewald hat keinen, Bosch hat einen, der wackelt, hier nicht. Ja, aber was wir auch sehen ist, dass wir hier, dass der Schlitten an sich an den Gleitschienen reibt, ja, und nicht ganz glatt läuft. Jetzt könnten wir sagen, was ist denn jetzt besser? Das ist nämlich eine gute Frage. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ist es besser, dass der hier qualitativ deutlich besser ist? Also die Gleitschienen hier, die sind echt besser. Man merkt das auch. Wenn das hier so gleitet, ganz andere Hausnummer. Das ist wirklich ganz weich. Das gleitet vor und zurück perfekt. Also ihr seht hier, wie ich mit einem kleinen Finger das hier nach vorne und hinten bringe. Aber es wackelt. Hier, ihr seht jetzt hier, kriegt das mit einem kleinen Finger nicht gedrückt. Also hier muss ich wirklich ein bisschen Kraft ausüben. Also dieses Smooth, dieses Weiche, das haben wir einfach nicht. Hier kommen wir immer so ein bisschen zum Stoppen. Jetzt kann der eine oder andere von euch kann jetzt sagen, naja, man haust ein bisschen Fett rein und so weiter. Das ist nicht das Thema, sondern es ist ganz leicht, irgendwas ist da schief. Ist jetzt aber nicht schlimm, aber es ist so. Ja? Ich wollte euch das nur mitgeben. So, jetzt haben wir das. Machen wir das Ganze mal fest. Okay, gucken wir uns das nächste Thema an, zum Thema Unterschiede. Wir haben ja bei allen drei hier so einen, ich nenne es mal Anschlag, ja, hier an der Seite. Jetzt gucken wir uns mal die Qualität an. Bei Dewald Kernschrott. Ja, kann man nutzen, wackelt hier hin und her, wackel, ist hier Zeug und Kram, finde ich, ist für den Bau, ja, ist ja eine Baukreissäge eigentlich, für den Bau ist okay. Wenn du es aber bei dir eher zu Präzisionsarbeit nutzen möchtest, dann, nee, dafür wackelt er zu doll, dafür ist er dann auch zu sehr aus dem Winkel. Also nicht so doll. Kommen wir zu Bosch. Wackelt der? Ja, auch der wackelt hier drin hin und her. Ja, auch so einen halben Millimeter, ergo macht dasselbe. Also nicht nur der Schiebeschlitten selbst, sondern eben auch der Anschlag. Das heißt, wenn du hier was anlegst, hast du sogar zwei Störquellen. Du hast den Schiebeschlitten, der nicht ordentlich arbeitet, der so ein bisschen außer Flucht ist quasi, und dann das hier nochmal. Das addiert sich. Problem. Man muss sagen, von den allen dreien ist der hier eigentlich hier physisch gar nicht so schlecht gebaut, denn du kannst den hier eigentlich schon halbwegs gut einstellen, aber er rastert nicht, hat keine festen Punkte. Ja, naja, ist so ein Ding. So, jetzt könnte man hier jetzt sagen, oh, eigentlich ganz cool. Schaut mal hier habe ich noch mal was zum Festklemmen, kann ich hier so machen und tun. Mega, mega, aber so gar nicht mega. So überhaupt nicht mega. Denn ja, natürlich können wir den jetzt hier lose drehen, können ihn auch einstellen. Er rastert auch nicht. Ja, es gibt keine festen Rasterpunkte. Mache und tue, okay. Dann ist es so, dass ich den hier, naja, ich finde ihn auf der Länge her ein bisschen schwierig, okay, aber ich finde das hier schwierig. Ich kann den jetzt auch nicht groß einstellen. Der wackelt auch von rechts nach links. So, okay, wackel, wackel, wackel. Macht dasselbe wie alle, nicht weiter schlimm, aber dann kann ich das hier noch festmachen. Ja? Okay, kann ich das festmachen?
was soll ich denn hier festmachen? Da drehe ich ja bis zum Gesamtnimmellingstag, dann steht das Ding so. Nee, also der Anschlag ist genauso Kernschrott wie alle anderen und bringt gar nichts. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar einem extrem wichtigen und bestimmt eine Sache, aus dem Grund viele genau diese Säge kaufen. Nämlich der Vorteil hier des Parallelanschlags zu der Säge, also zu der Bosch GTS 10. Hier haben wir auch einen Parallelanschlag, können wir hier vorne einstellen, hin und her verschieben. Oh, jetzt kommen wir schon genau zu dem Problem. Viele von euch kennen das. Das ist der ganz normale Parallelanschlag. Ich kann ihn schief einspannen. Ich kann hier hinten nicht verstellen, ich kann hier nicht verstellen, ich muss hier vorne anfassen, das ist okay. Ich habe hier eine echt Libelle, man kann es auch wirklich nicht anders sagen. Die Libelle da ist wirklich blöd, weil je nachdem guckst du genau von oben oder guckst du 5 Grad nach rechts oder links, ist es immer irgendwo anders. Also hier wirklich genau die Mitte zu treffen, ist sauschwer. Also wirklich sauschwer, macht für mich gar keinen Sinn. Ich finde das Ding wirklich doof. Also die Libelle es geht gar nicht. Also bäh. So, wir haben Parallelanschlag hier, kennen wir. Wichtig ist aber, im Gegensatz zu vielen billigen oder kleineren Sägen, sage ich jetzt mal, ist es so, dass er hier spannt und dort spannt. Super wichtig. Das heißt, auch wenn du hier jetzt drückst, das Ding ist fest. Das ist eine wichtige Sache. Aber ob es parallel ist, wer weiß das schon. Bei den Sägen hier, oder bei diesem Prinzip der Zahnstange, ist natürlich ein bisschen anders. Ich habe hier eine Zahnstange, ich habe hier eine Zahnstange. Das Ganze wird vom Werk aus hoffentlich parallel ausgeliefert, sodass ich das hier an der Stelle verstellen kann. Ja, ich habe hier, Moment, kann das hier verstellen über diesen Hebel, über dieses Rad. Und dann ist es so, dass das hier die ganze Zeit parallel verschiebt. So, bei D-Wald natürlich genauso. Auch hier kann ich es entsprechend einstellen. So, das heißt also, das Prinzip der beiden hier ist gleich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel bei der Säge, haben wir es auch, dass wir hier natürlich genau den Anschlag hierhin einstellen können, dass wir eng ans Blatt arbeiten können und trotzdem noch mal im Anschlag arbeiten können. Wir können aber auch Folgendes machen. Wir kommen dazu. Runtergerutscht von unserem Tisch. Wir können aber Folgendes machen. Wir können das hier entsprechend ganz nach unten stellen. Und wenn wir es dann ganz ausfahren... Nein, geht nicht. Das Problem, was wir hier haben, ist, und ich möchte es auch persönlich gar nicht werten, ist Folgendes. Die Säge ist gekommen mit einem Schaden. Nämlich irgendwo, also sie kam original verpackt, die Verpackung sah ganz normal aus, aber die Säge kam mit einem Schaden, nämlich wir haben hier ja ein Aluminiumteil. Dieses Aluminiumteil läuft in einer Buchse in diesem Aluminiumteil und das ist bei uns verbogen. Das kam original verbogen bei uns an und deswegen ist das nicht mehr ordentlich verstellbar. Ich kann sie jetzt hier noch mit Druck und so weiter, kann ich sie jetzt noch auseinanderziehen. Ja. Nee, geht nicht. Also ihr wisst, was ich meine, aber das läuft nicht mehr so. Ja. Das, was wir hier haben, schön sauber, schön ordentlich. Übrigens, lasst uns mal allgemein über das Thema Qualität sprechen. Die Säge hier an sich, ja, hat eine komplett andere Qualität als die D-Wald und auch als die Bosch. Und zwar eine niedrige Qualität. Das sehen wir zum Beispiel hier an diesem Rad, was wir hier vorne haben. Sieht das jetzt schlecht gemacht aus? Nee. Das hat hier hinten ganz leicht scharfe Kanten an der Rückseite. Wenn man das anfasst, merkt man das auch. Hier ist ganz okay, hier nicht so. Wenn wir uns jetzt mal die D-Wald anschauen, ist es eine andere Hausnummer. Das hier ist mehr ein Handschmeichler. Ich habe das hier in der Hand, kann es schön ordentlich sauber und sanft verstellen. Und diese ganzen Knöpfe, diese ganzen Bedienteile hier haben eine deutlich höhere Qualität. Das scheint auch ein anderes Kunststoff zu sein, was wir hier haben. Das ist bei Bosch übrigens auch so. Ja? Also Bosch hat allgemein an den Teilen eine höhere Fertigungsqualität als diese Säge. Die ist aber auch deutlich günstiger. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem Problem, wo ich erst gedacht habe, verstehe ich nicht, und ich verstehe es wirklich nicht. Denn wenn wir jetzt Folgendes machen, wir kaufen jetzt die D-Wald oder wir kaufen auch die Bosch. Okay, was passiert dann? Da ist ein Sägeblatt drin und das sägt. Okay, hier ist auch ein Sägeblatt, das sägt. Aber ich habe hier bei der D-Wald zum Beispiel Folgendes, das Sägeblatt ist hier gerade im Gehäuse eingestellt. Ich habe den Parallelanschlag
der ist parallel dazu eingestellt. Ja? Das kann man ja auch wunderschön sehen. Wenn ich euch das mal zeige. Wenn man nämlich Folgendes macht. So, wenn ich jetzt mal hier, so, wenn ich jetzt hier mal rangehe, sieht man, so, ja, hier ist kein Keil, kein gar nichts, sondern das ist wirklich parallel hier dran. So, okay. Bei der Säge ist wirklich eine Funktion, die ist verrückt. Denn ich mache jetzt mal dasselbe. Willkommen bei der Tagesschau. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, jetzt sehen wir Folgendes. Ich mache das jetzt mal wirklich dicht ran und ist das jetzt wirklich parallel? Nein. Und jetzt zeige ich euch mal etwas, was wirklich verrückt ist. So, ihr seht, das ist fast dran. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich kann nämlich das Sägeblatt einstellen. Schaut mal, seht ihr das? Ich kann das Sägeblatt also so noch fein justieren. Und ich muss mich jetzt wirklich outen. Also wirklich, wirklich outen. Warum? Also, was für ein, auf Neudeutsch, Use Case habe ich, um mein Sägeblatt einzustellen? Na klar, wenn es nicht richtig eingestellt ist, dann kann ich es da jetzt einstellen. Aber ich will das überhaupt nicht einstellen. Ich will das kaufen, wie bei den beiden Sägen, dass das da drin steckt, dass es schön gerade ausläuft, dass das zu dem parallel eingestellt ist. Ich will doch jetzt keine Einstell- und Messorgien machen. Da ist man sich doch auch nie sicher, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Hier läuft es einfach. Ich habe das doch noch nie gehabt, dass das jetzt irgendwie schief war. Wenn ich die Säge nehme, schmeiße die runter, ist ein anderes Thema. Aber wenn ich die auspacke, dann ist die ordentlich. Und hier kann ich es einstellen und muss es vielleicht auch einstellen. Bei uns war es so, naja, lass uns mal zu dem Test hinterher kommen, weil wir testen ja auch noch einiges. Aber das finde ich sehr merkwürdig. Wenn ihr mir sagt, wozu ich das brauche, würde mich super interessieren. Apropos interessieren, weil wir es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, ich den hier mal ab, wenn wir jetzt hier mal den Staub, so heißt es ja gar nicht, die Staubabsaugung mit dem Spaltkeil uns anschauen, haben wir hier eine Funktion, bei der ich dachte, das ist so gar nicht erlaubt, so richtig. Was genau meine ich? Es ist so, wir haben hier oben eine Staubsaugung, hier den Spaltkeil. Was ich ganz cool finde ist, ich kann es mal nach oben kippen, es bleibt dort und dann muss ich so über so einen Punkt drüber, dann geht es runter, kann ich absaugen. Schön. Und die Absaugung der Bosch sah früher exakt genauso aus. Da war es so, ich hatte ein Teil und wenn ich mich richtig erinnere, gab es wirklich auch mal hier oben eine Absaugung. Wenn ich mich richtig erinnere. Sei es drum. Irgendwann wurde es aber zweigeteilt. Warum eigentlich? Ganz einfach. Das war dafür, dass wenn ich das Sägeblatt auf Gärung stelle, dass das hier dran bleibt und dass das schön sich mitzieht und zwar so schräg. Ich zeige euch das mal, damit man das Prinzip versteht. So, Moment. So, ihr seht jetzt hier, so, dass beides, also das hier geht hier schön runter und das hier bleibt auch oben. Sodass, wenn ich jetzt hier was durchschiebe, trotzdem das Sägeblatt geschützt bleibt. So, so weit, so gut. Jetzt gucken wir uns das mal hier bei denen an. Und deswegen wundert mich, dass das überhaupt erlaubt ist, weil ich dachte, dieses Wirkprinzip ist gar nicht mehr erlaubt. Aber gut, wer weiß. Scheinbar schon. Uiuiuiui. Das muss nach unten, meine Schuld. So, sehen wir es mal zur Seite. So, jetzt machen wir das mal wieder fest. So, und was wir sehen ist, dass das Sägeblatt hier nicht mehr richtig umschlossen ist. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt hier ins Sägeblatt fassen. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass das wirklich relevant ist. Ich sage nur, ich finde es merkwürdig, dass das grundsätzlich hier in Deutschland erlaubt ist, eine Säge zu verkaufen, die diese Funktion hat. Weil es ist so, die Dewald, ja, gucken wir hier mal hin, hat ganz bewusst auch diese Funktion, um das Sägeblatt beim Schrägstellen immer zu umschließen. Bei Bosch genauso. Hier scheinbar gelten andere Regeln oder es gab die nie. Kommen wir zu einer Sache, die richtig gut ist. Wenn wir jetzt hier ein Ranking durchführen, kommen wir von dem schlechtesten zum besten. Nämlich das Thema Schiebestock. Was ich übrigens ein bisschen schade finde, ist, so ein Schiebestock wie der, den wir hier bei Bosch haben, ja,
kostet ein paar Euro oder ein paar Cent eigentlich nur. Nehmen wir mal an, du willst jetzt was machen, brauchst jetzt einen Schiebestock. Ja, genauso geht es mir bei dem Ding immer. Du musst es nämlich ziehen, zur Seite und dann wieder ziehen. Dieses einfach, ja, ich brauche den jetzt, das kannst du da einfach nicht machen. Finde ich echt blöd gelöst. Also es ist erstmal grundsätzlich da, aber naja. Ganz ehrlich, wenn ich Bosch wäre, dieses Teil kann mir kein Mensch erklären, dass das hier mehr als, das ist ein Stück Kunststoff, ich sage mal, das kostet Bosch 20 Cent. Und ja, das ist alles eng kalkuliert, das Ding kostet aber inzwischen 800 Euro. Legt doch höchstens 5, 6 Stück dazu, dass die Leute keine Angst haben, das kaputt zu machen. Weil das ist dazu da, um es kaputt zu machen. Ja? Das ist dazu da, dass im Zweifel du da reinsägst, machst, brichst, was auch immer, damit es deine Finger nicht sind. Aber das nur mal so nebenbei in Rant. Aber das machen ja alle so. Ja? Macht kein anderer, dass er auch 2, 3 Stück dazu legt. Aber das hier bin ich schade gemacht. Kommen wir zu Dewald. Bei Dewald ist es so, dass hier sehen wir hier gar nichts. Ja? Hier ist es so, der ist hier oben dran. Das heißt, hier ist es so, ich muss den jetzt so ein bisschen wegfingern, hier so. Ja, das geht. Ich finde es zumindest irgendwie besser wegzunehmen, aber wenn das gerade ausgefahren ist, hier an der Seite, ich bin eigentlich hier gerade am Sägen, brauche den irgendwie, dann fingere ich den da hinten ab, das ist irgendwie auch nicht schön. Ja? Also es geht, aber richtig Spaß macht es nicht. Dafür ist er schön hier an der Seite verstaut. So. Bei Evolution ist es genau da, wo du es brauchst. Du stehst ja da vor der Säge, möchtest sägen, brauchst den, hast die unten, zack, raus, kannst sägen, brauchst sie nicht mehr, dann hier rein und fertig. So muss das sein. An der nächsten Funktion sehen wir wieder, dass Evolution sich wirklich an diesen beiden Sägen ja orientiert hat. Und jetzt schauen wir uns eine Funktion an, die Dewald nicht hat. Nämlich, wir haben hier keine Verlängerung, also keine Tischverlängerung nach hinten. Gibt es nicht. Hier ist kein Teil, nichts da. Ja? Bei Bosch sehen wir Folgendes. Wir haben hier hinten ein Teil, das können wir ausziehen und zwar gehörig weit, sodass wir, wenn wir hier etwas sägen, das dann hier rüber gleiten kann und dann nicht gleich runterfällt. Eigentlich sehr coole Funktion, aber irgendwie, grundsätzlich muss man sagen, schlecht wäre es ja, wenn das hier höher als der Tisch wäre. Also wenn das hier quasi so nach oben gucken würde und du es nach oben schiebst. Das wäre schlecht. Aber das hier fällt so weit nach hinten, das macht gar keinen Sinn. Kommt mal mit. Ich nehme jetzt hier mal ein schönes Stückchen Holz, lege das hier mal drauf und wir sehen, wie weit der passt. Ein Finger dazwischen. Ja? So viel hängt das hier hinten runter. Und ihr seht das auch. Ja? Das heißt, du hast ein Stück Holz, das schiebst du rüber und klar, dann irgendwann kippt das dann hier. Aber, wenn ihr seht, ich habe es jetzt hier drauf, dann kippt das ja hier wirklich weg vom Tisch. Ja? Das finde ich irgendwie nicht optimal. Selbst wenn man sagt, ich schiebe es nur halb weit raus, auch da. Ja? Und man kann das hier so ein bisschen mit den Schräubelchen und den allem ein bisschen festmachen, bringt aber nicht viel. Da ist jetzt nicht viel, was man da jetzt noch machen kann. Gucken wir auf der anderen Seite. Diese Säge hier, die Evolution, hat das auch. Ich habe wirklich, im Gegensatz zu Dewald, ja, einen kleinen Tisch, den ich ausziehen kann. Und den kann ich auch meinetwegen wieder festmachen. So, fest und fest. Schauen wir mal. So, und jetzt gucken wir mal, wie sehr der wackelt. Wie? Ach, der wackelt ja gar nicht. Och, okay. Jetzt gucken wir mal hier. Och, der ist ja sogar gerade. Mensch, Bosch, was ist denn da los? Kommen wir zur nächsten Sache, die anders ist oder die unterschiedlich ist, wo sich Evolution nicht positiv an Dewald angelehnt hat, sondern eher negativ an Bosch. Wie kann ich für Bosch das Sägeblatt wechseln? Ganz einfach oder, nee, überhaupt nicht einfach. Ich klappe das hoch, muss jetzt hier mit dem Schraubendreher das hier irgendwie rausfingern. Dann hoch, dann habe ich hier einen Hebel, dann muss ich den Hebel drücken, dann muss ich das hier irgendwie so raustulen und dann wieder rein und bäh. Ja, das macht echt keinen Spaß. Wie ist es hier bei Evolution? Bei Evolution muss ich erstmal auch mir einen Schraubendreher suchen. Moment, Schraubendreher! So, da ist er wieder. Und zwar mache ich das so, dass ich das hier mir leicht zur Seite drehe. Dann kann ich das hier hochnehmen. Dann kann ich das ja nicht wegnehmen, sondern dann muss ich das hier hochhalten. Dann ist hier ein Hebel und dann muss ich das zur Seite drücken. Und dann ist raus. Ganz einfach. Das ist ja super einfach. Habe ich mich geschnitten? Nee. Sehr gut. So, jetzt will ich es wieder reinmachen. Das heißt, ich nehme das hier durch, mache das da rein. Dann nehme ich das, ja doch, so. Und, nee, so und so. Halt, ich muss das jetzt wieder festmachen und dann ist das gewechselt. Das heißt, um den Spaltkeil abzubauen, um eben mal
ohne Spaltkeil zu arbeiten, ist das schon ein bisschen Fummelei. Ja? So, bei der hier, für die, die es noch nicht ganz wissen, ui, ist das schwierig. Oh, muss ich richtig zielen hier? Bums. So muss das sein, Freunde. Genau so. Zusätzlich ist es so, dass wir hier einen zweiten Spaltkeil dazugelegt haben, nämlich einen, der leicht unterm Sägeblatt ist, um auch mal eine Nu zu sägen. Haben wir hier gar nicht. Ja? Das heißt, wenn wir das hier machen, dann haben wir das Problem, dass wir hier dann ohne Spaltkeil arbeiten. Dann ohne Spaltkeil eine Tischkreissäge ist meine Sache, nee, das machen wir bitte nicht. Meine Meinung. So, kommen wir zur nächsten Sache, die ich wirklich echt nicht gut finde. Und zwar ist es so, dass wir hier diese Abdeckung haben. Und für die Abdeckung haben wir in der Regel hier Schrauben, um die zu justieren in der Höhe. Haben wir bei allen drei Maschinen, alles super. Können wir das einstellen? Ja, so halbwegs. Ich habe es hier versucht einzustellen. Hier ist es noch ein Mückenschiss, dass es hier unten drunter steht. Okay, hier steht es Mückenschiss oben drüber. Das ist eigentlich nicht okay. Aber ich habe es wirklich versucht. Aber jedes Mal, wenn ich das abnehme und wieder rannehme, ist es ein bisschen anders. Was ich aber richtig blöd finde, ist, hinten ist es eigentlich eingestellt, aber das wobbelt immer hoch. Schaut mal hier. Was ist das? Wartet mal. Ich mache das mal fest. Hä? So, jetzt ist es vielleicht richtig fest. Ah, okay, jetzt haben wir es richtig. Also ist so einfach. Aber ihr seht hier, es ist zwar auf die Höhe richtig eingestellt, aber es steht immer hoch. Was ist das denn? Das nervt. Jetzt kommen wir noch zu einem absoluten Mega-Feature. Bei der Säge wird hier ein Multimaterialblatt beigelegt. Und dieses Blatt hier, was wir hier haben, ist ein Blatt für alles. Ist das nicht genial? Denn wir haben hier Folgendes. Wir haben hier 6 mm Stahl und mit dieser Säge können wir 6 mm Stahl sägen. Das heißt wirklich, ich habe eine Tischkreissäge, die 6 mm Stahl sägt. Das ist doch genial, oder? Nein, es ist überhaupt nicht. Es ist gar nicht. Warum nicht? Weil das dazu einlädt, diese Säge komplett falsch zu benutzen. Erst einmal, du willst dir deinen Tisch zerkratzen. Das ist Nummer 1. Sei es drum. Zweitens, Metallsägen könnte die Dewald genauso, könnte Bosch auch. Würden die beiden jemals so ein Blatt dazulegen? Nein, weil es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und ich sage euch auch warum. Wenn wir jetzt hier Folgendes machen. Wir haben hier eine Holzsäge. Diese Säge soll Holz sägen, im Wesentlichen. Ja? Was ist denn? Dann ist da hinten eine Absaugung dran. Diese Absaugung geht zum Staubsauger, zu einer Absauganlage, was auch immer. Du sägst du fröhlich vor dich hin, alles klar, kein Problem. Dann machst du Folgendes. Dann sägst du hier deinen Stahl. Und dann macht es wusch und dein Sauger fängt an zu brennen. Beziehungsweise eine Absauganlage fängt an zu brennen, das Haus brennt ab oder was weiß ich. Willst du das? Nein, hoffe ich zumindest. Ich verstehe es nicht, weil das willst du doch nicht. Du willst eigentlich nicht Holz und Metall kreuzen, das machst du nicht. Metall saugst du nicht ab. Jetzt haben wir aber das Problem, jetzt haben wir einmal Metall gemacht, sind über Metallspäne drin. Wie machst du das denn dann? Ja, das finde ich blöd. Du kannst ja, und das haben wir auch getestet, du kannst ja Folgendes machen. Du kannst auch hier Holz mit Nägeln sägen. Wir haben hier Holz und Nägel drin. Hier Holz mit Nägeln. Das funktioniert. Haben wir es durchgekriegt? Ja. Aber auch hier sage ich, nee. Weil ich finde, das Thema Absaugung ist wirklich ein wichtiges Thema. Wenn du sagst grundsätzlich, Absaugung brauche ich nicht, lasse ich alles fliegen, kein Thema, dann kannst du das eigentlich machen. Weil dann kann es ja auch nicht brennen. Aber grundsätzlich finde ich das irgendwie eine doofe Idee, an sowas hier Metall zu sägen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Mir ist übrigens noch eine Sache aufgefallen, und zwar ist es so, dass wir ja hier die Höhe einstellen. Ja? Über das Rad, was wir hier vorne haben. Das müssen wir haben ja hier eine Bewegung, die hier in diese Richtung geht und muss nach oben übersetzt werden. Dafür brauchen wir eine Übersetzung oder eine Umlenkung ja viel mehr. Und das haben wir hier unten. Und zwar genau hier, da an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr bekommt das so gut drauf. Wir haben hier eine Umlenkung. So. Aber, wenn wir hier mal ein bisschen genauer schauen, da fehlt was. Ich finde sogar, da fehlt was relativ Wichtiges. Da ist was nicht da. Was könnte das sein? Da fehlt Fett.
Es ist so, dass Dewald denselben Mechanismus nutzt, hat aber dort Metallzähne, ja, die auch original vom Werk gefettet sind. Bei Bosch ist das Ganze aus Kunststoff, ist aber gefettet, hier nichts gefettet. Und ich finde, da gehört schon ein bisschen Fett ran. Auch, dass es ein bisschen angenehmer läuft, gerade wenn das ein bisschen, die Säge auch ein paar Tage älter ist. Finde ich zumindest. Momentan geht es noch schön rauf und runter, aber es ist eben auch neu. Ja, so ein bisschen Maschinenfett kostet nur ein paar Cent, aber ich finde es echt albern, dass das nicht original gemacht wurde. Aber jetzt bin ich gespannt auf den Absaugtest, denn wir haben ja hier 2 Punkt, 2 Punkt gegen 1 Punkt. Absaugung. Der Absaugtest war wirklich erstaunlich und erstaunlich positiv, muss man wirklich sagen. Denn wir haben hier bei Bosch 64 Gramm noch Überlassenschaften oder Dinge, die außerhalb der Säge noch so rumlagen. Auf der Säge, hinter der Säge, unter der Säge, bla bla bla. Ja? 64 Gramm lagen da so rum. Und das schon eine ganze Menge. Wir haben ja unsere Baupole 15 Meter lang längs aufgetrennt. Kommen wir zu Dewald. Hier haben wir 20 Gramm, die noch übrig geblieben sind, was schon eine ganze Menge ist, aber immerhin, ja, bei Bosch ist es 3-mal so viel. Und jetzt hier bei Evolution haben wir nur 24 Gramm. Das auch so im Rahmen der Messtoleranz, ja. Also ich sag mal 5 Gramm mehr oder weniger, auch über alle Sägen, ist wirklich Messtoleranz, kann mal so sein. Aber wir haben hier eigentlich in Summe das schon ein recht gutes Ergebnis. Und jetzt machen wir den nächsten Test und da sehen wir auch etwas anderes, nämlich wir sehen gleich, wie diese Säge auf einem Gestell steht. Zu dem komme ich auch gleich noch. Und jetzt werden wir Folgendes machen, wir machen jetzt einen Hardcore-Test. Denn wir werden jetzt einen Balken auftrennen, und zwar weiches Holz, und zwar längs, was für so ein Sägeblatt gar nicht so leicht ist. Hier sehen wir das Gestell, was du mit optional dazu kaufen kannst. Du kannst es im Bundle kaufen, dann kostet es so um die 50. Wenn du es einzeln kaufst, kostet es etwas mehr. Ja? Hier wird das Ganze raufgeschraubt, man kann es nicht werkzeuglos abnehmen und das ist doch eine ganz schöne Fummelei. Du fummelst dann an den Schrauben rum und machst das fest und so weiter. Vorteil, es ist fest. Nachteil, so mal schnell hoch und runter, ist nicht. Naja, auf jeden Fall, möchtest du das weißt, kostet ein paar Euro, hast du dann gleich mit dabei. So, wie war der Test? Eigentlich, muss ich sagen, hat sich das ganz okay geschlagen. Ich habe Folgendes gemacht, habe hier auch mal wirklich wie ein Ochse mal gegengedrückt und geguckt, ob ich es ausbekomme. Eigentlich nicht, ja, muss man sagen, der Motor ist schon ordentlich stark, weil wir haben hier eine Besonderheit. Denn wir haben hier wirklich Folgendes. Wir haben vorher über eine Sache gar nicht gesprochen. Fällt mir die ganze Zeit, fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben über die Schnitthöhe noch gar nicht gesprochen. Aber lass uns erstmal über die Besonderheit sprechen, nämlich dass die Leerlaufdrehzahl ist hier nur knapp über 3000 Umdrehungen. Bei den anderen ist es deutlich über 4. Das heißt, es dreht sich auch langsamer. Vielleicht auch, um Metall ausschneiden zu können. Ich weiß es gar nicht, aber es ist wirklich komisch. Komisch langsam. Aber erstmal zum Test. Hier war es so, ich konnte das Ganze durchsägen. Ich habe aber eine Sache gemerkt, nämlich
Es war richtig schwer. Also es war wirklich, ich musste da schon richtig durchdrücken und ich dachte, es liegt daran, dass das Sägeblatt das nicht schafft und so weiter. Nee, das war gar nicht das Thema, sondern das Holz ist zwischen Anschlag und dem Spaltkeil hängen geblieben. Also das war so, dass da hier sehr viel Druck nötig war, um es nach hinten so durchzudrücken. Ja? Also ich muss, ganz ehrlich, vielleicht kann ich es noch mal genauer einstellen, machen und tun. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier unsere Säge ja einen Schaden hat, hier in den Zahnstangen, dass es hier ganz leicht verschoben ist und dadurch so auch entsprechend trapezförmig zusammengeht und dann sich einklemmt. Kann ich nicht sagen. An sich, die Säge von der Kraft her hat funktioniert. Und wir haben die ganze Zeit über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Die Schnitthöhe. Welche Schnitthöhe haben wir denn? Wir haben hier bei der Säge Schnitthöhe von 85 mm. Bei Bosch haben wir nur 79, bei Dewald haben wir 77 mm, sodass wir hier die höchste Schnitthöhe haben. Und das hatte 6 mm mehr als Bosch. Ist das relevant? Nö. Hat es trotzdem? Ja. Als nächstes wollen wir wissen, wie schlägt sich die Säge eigentlich in Eiche? Mal so richtig hardcore. Man muss sagen, wir haben ja Eiche. Eiche, ziemlich hartes Holz. Wir haben jetzt aber einen Vorteil. Bei dem weichen Holz haben wir einen Längsschnitt gemacht und das Sägeblatt hier ist ein Multimaterial, irgendwie Metall, irgendwas. Sägeblatt ist natürlich bei Längsschnitten eigentlich überfordert, beziehungsweise möchte das eigentlich nicht so richtig machen. Und dafür ging es erstaunlich gut. Beim Querschnitt, den wir jetzt gemacht haben, in Eiche, gar kein Problem. Zack, durch. Wunderbar. Hat echt funktioniert. Wir sehen hier unten, wie wir durchgegangen sind. Hier ist es ein bisschen verbrannt, aber es lag daran, dass ich nicht schnell genug geschoben habe. Ja? Also das lag eher, glaube ich, an mir als an dem Holz. So, kommen wir, also dem Holz an der Säge, kommen wir mal zum Fazit. Wie finden wir denn die Säge? Ihr schreibt das gerne mal auch in die Kommentare, wie eure Meinung zu der Säge ist. Ist das jetzt hier der absolute Brecher? Hier 150 € weniger Minimum als hier die Dewald. Wenn du es mit, je nachdem, du sagst, du möchtest hier noch den Y-Adapter haben, du möchtest hier noch ein Untergestell haben, ist sie deutlich teurer als die Evolution. Wenn wir es aber auf das Wichtigste runterbrechen, haben wir eben nur einen Mehrpreis von um die 150 bis 200 €. Okay, und ist es so, dass wir sagen, die Säge ist deutlich besser als die? Ich sage ganz klar, nein. Das Thema Schiebeschlitten hier brauche ich nicht, beziehungsweise das muss jeder für sich selber werten. Die vielen kleinen Details sind es aber, wo ich sage, das ist nicht die Säge, mit der ich öfter arbeiten möchte und mit der ich persönlich Spaß haben werde. Ob es nun hier sowas ist wie das hier, was wackelt, ob es jetzt hier in dem Fall der Schaden ist, das möchten wir gar nicht werten. Das kann auch sein, dass es wahrscheinlich kann ja nicht jede Säge hier kaputt sein, ja, das ist nicht das Thema. Aber es sind so viele Kleinigkeiten auch in der Wertigkeit. Es ist eine mini kleine Sache, die man hier jetzt aufs Bild gar nicht so gut drauf bekommt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Teil jetzt hier nehme, ja, und das ist ja hier oben ist ein Plasteteil, da rastet das ein. Fein, fein, fein. Das Interessante ist, dieses Plasteteil ist etwa 1 Zentimeter stark. Wenn ich jetzt meinen Finger nehme, drücke ich dagegen und kann das verformen um so 1-2 Millimeter. Hier bei Dewald ist das genauso stark, auch nur 1 Zentimeter und hier ist nichts, also wenn ich einen Daumen nehme, kann ich das nicht bewegen. Das heißt also, und das sehen wir an der Säge hier überall, die Materialgüte dieser Säge, auch von der Bosch, ist deutlich höher. Wenn du also jemand bist, der öfter und langfristig mit der Säge arbeiten möchte, also etwas haben möchte, die nicht kaputt geht, die eine hohe Materialgüte hat, die immer wiederholgenau arbeiten kann, dann sind die beiden aus meiner Sicht eher auch die Dewald definitiv eher deine Säge. Und weil ich vorhin so über das Thema Metall rumgerantet habe, ja, und ich das auch wirklich hasse, ist es so, die Säge ist nagelneu. Zack. Und was ist? Wir haben hier vorne da einen Kratzer, wir haben da einen Kratzer. Und wo kommt das her? Ganz einfach ist es genau die Metallplatte, die wir rübergeschoben haben. Und genau das passiert, wenn wir hier Metall mit sägen. Willst du das? Ich will es auf jeden Fall nicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.